Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Als 10. und letzte Folge über die beliebte graue Eisenbahn von 1980 hängen wir heute als kleines Weihnachtsspecial 2 Umbauten der begehrten Schlepptender Dampflokomotive 7750 an. Und als Abschluss einen Überblick über alle Sets von 1980, die wir uns in den 9 Folgen dieser Serie gemeinsam aufgebaut haben. Wir werden heute ausgiebig bauen und fahren, deshalb wird die Folge etwas länger als sonst dauern. Ihr braucht aber nicht alles anzuschauen, springt einfach dahin, wo es euch interessiert. Entweder das erste Schlepptender-Lok-Alternativmodell aus dem Ideenbuch, das zweite Alternativmodell aus der Internetseite 12 Volt Grey oder den abschließenden Sortimentsüberblick, und zum Schluss werde ich beim Abbau des Schienenkreises noch einige Pflegetipps geben. Wir starten mit dem Schlepptender-Lok-Alternativmodell aus dem Ideenbuch von 1981. Das zweite graue Eisenbahnjahr brachte nur 2 Neuerscheinungen. Den kleinen roten dreiteiligen Triebzug 7725 und auf der vorletzten Seite des Kataloges das Eisenbahn-Ideenbuch 7777. Unten in der Videobeschreibung gebe ich euch einige Webadressen an, wo ihr euch das Eisenbahn-Ideenbuch herunterladen könnt. Das Legoland-Ideenbuch 6000 der Legoland-Stadt von 1980 mit 86 Seiten haben wir uns ja schon einmal angeschaut. Das Eisenbahn-Ideenbuch 7777 von 1981 hat 84 Seiten und ist voll mit Bauideen für die Eisenbahn. Es gibt zwar keinen zusätzlichen Aufkleberbogen, der bei der Eisenbahn auch sehr nützlich wäre, aber dafür eine Schablone, mit der man Gleispläne zeichnen kann. Statt Bill und Mary aus der Legoland-Stadt begleitet uns bei der Eisenbahn der Taxifahrer durch das Buch. Auf der 3. Seite baut er sich eine Draisine, mit der er uns durch die Kapitel begleitet. Für die Handhebeldraisine brauchen wir 19 Teile. Im Eisenbahnideenbuch werden sehr viele Technikteile verwendet. Bei dieser Draisine werden die schwarzen Waggonräder mit 2 Techniklochplatten verbunden, bekommen einen Unterbau aus 2 roten 1x4 Techniklochsteinen, und der Handpumphebel mit seinen 2 Handgriffen wird mit einem Scharnier aus 4 1x2 Techniklochsteinen mit 2 Pins verbunden. Jetzt kann unser Taxifahrer auf das Trittbrett steigen und mit der Handhebeldraisine seine abenteuerliche Reise durch das Ideenbuch beginnen. Auf Seite 42 ist der Bahnhof 7822 stark vergrößert worden. Er hat jetzt 640 anstatt 372 Teile. Das Bahnhofsgebäude ist auf 2 Stockwerke aufgestockt. Im Erdgeschoss haben wir links das Gütermagazin mit den 2 weißen Garagentoren, in der Mitte die Schalterhalle und rechts die Fahrdienstleitung. Im Obergeschoss ist links ein Café und rechts ein Kiosk. Durch die Tür kommt man direkt auf die Treppen vom großen Gleisübergang, der jetzt über 2 Gleise führt. Wir haben die doppelte Beleuchtung, die Bahnsteige sind breiter und länger, aber mit 2 Steinen wieder zu niedrig. Ein richtiger Bahnsteig sollte 3 Steine hoch sein. Auf den Seiten 74 bis 80 gibt es eine wunderschöne Dampflokomotivwerkstätte. Hier werden Dampflokomotiven zusammengebaut und mit einem Hallenportalkran auf die Fahrgestelle gehoben. Viele Gebäude sind auf Straßenplatten gebaut, genauso wie dieses wunderbare Tanklager auf Seite 48 mit den 3 gelben seltenen Silos vom Güterzug 7730.
Es gibt auch viele interessante Brücken aus Technikelementen, Gleispläne und aufwendige Signalschaltungen. Ich konnte mir nicht einmal ein einziges Signal leisten. Es gibt viele Bauideen für unterschiedliche Lokomotiven. Ganz unten sehen wir eine interessante 12-Volt-Lokomotive mit einer getrennten 4,5 Volt Zugbeleuchtung aus dem Batteriewagen, die beim Halt nicht ausgeht. Hier finden wir auch unser erstes Alternativmodell für die Dampflokomotive 7750. Es ist eine Schlepptender-Schnellzuglokomotive mit Windleitblechen, mit 2 Vorlaufachsen, 3 Treibachsen und einer Nachlaufachse. Eine Achsfolge, die es bei zahlreichen Baureihen der Deutschen Bahn gibt, wie zum Beispiel die Deutsche Einheitslokomotive 01. Die Tenderlokomotive 7750 hat ein eigenartiges Fahrwerk aus 2 zweiachsigen Drehgestellen mit ausschließlich 4 großen Treibrädern und zwischen den Drehgestellen ist ein ziemlicher Abstand. Wir versuchen jetzt den Umbau nach der Bauanleitung im Ideenbuch. Zusätzlich zu den Teilen im Hauptmodell brauchen wir noch diese zusätzlichen häufigen Standardteile. Die exklusiven Spezialteile können wir vom Hauptmodell nehmen, wir brauchen aber nur 3 von den 4 großen Treibachsen und dafür brauchen wir noch 3 kleine rote normale Waggonachsen. Und wir brauchen noch 2 zusätzliche schwarze 2x2 Fenster. Das Alternativmodell hat insgesamt 304 anstatt 254 Teile. Ich habe hier die Teile für Lokomotive und Tender getrennt ausgezählt. Die Bauanleitung habe ich mir vom PDF ausgedruckt. Zuerst bauen wir uns das Fahrwerk, das aus 2 Teilen besteht. Vorne gibt es ein Drehgestell mit den 2 kleinen Vorlaufachsen, die wir mit 4 Noppen Abstand auf eine doppelte 4x10 Platte stecken. Vorne kommt auf das Fahrgestell der rote Pufferbalken mit der schwarzen Magnetkupplung. Zwischen den Vorlaufachsen hängen wir mit 2 querliegenden schwarzen 2x6 Platten links und rechts die 2 schwarzen Zylinder ein. Wir füllen die Hohlräume auf und bevor wir die Fahrgestellplatte aufsetzen, bauen wir noch das zweite hintere Fahrwerk auf. Als Mittelteil setzen wir 2 große Eisenbahnachsen auf eine 2x6 Platte. Man kann nämlich nur 2 große Eisenbahnräder auf ein Fahrgestell bauen. Vorne und hinten kommt ein kleiner 2x2 Drehteller für die weiteren Achsen und in der Mitte ein 2x4 Grundstein für die Befestigung an der Drehgestellplatte. Vorne hängen wir die mittlere, dritte große Treibachse mit einer roten 2x6 Platte an. Oben decken wir die Deichsel mit 2 roten und einer schwarzen 2x2 Fliese ab. Die Mittelachse wird nur mit einer Noppe Abstand an das Hauptdrehgestell angehängt. Dadurch haben wir einen wunderschön gleichmäßigen 2 Noppen breiten Abstand zwischen allen 3 großen Treibachsen. Hinten fehlt nur noch die einzelne kleine Nachlaufachse, auf die wir den hinteren roten Pufferbalken mit der schwarzen Magnetkupplung aufsetzen. Die Aufhängung ist wieder eine rote 2x6 Platte, die über dem Kupplungsbalken keinen Halt hat und seitlich mit 2 roten 2x2 Fliesen von oben befestigt werden muss. Mit dieser Deichsel hängen wir die Nachlaufachse hinten an den kleinen Drehteller und bekommen so ein 4-achsiges Fahrwerk mit 2 fixen und 2 beweglichen Achsen. Jetzt können wir die 2 seltenen roten 4x6 Drehgestellplatten mit dem 7 mm langen Pin auf das Fahrwerk aufsetzen. Eine Platte ganz einfach vorne auf die Vorlaufachsen und die zweite Platte setzen wir hinten genau auf den 2x4 Grundstein vom Hauptfahrgestell.
Vorne und hinten halten die Enden der Platte gleichzeitig mit den schwarzen Fliesen die Aufhängung der mittleren Treibachse und der hinteren Nachlaufachse fest. Genauso wie beim Hauptmodell stecken wir die Zapfen der Drehgestelle in die zwei schwarzen 2x8 Techniklochplatten, mit denen wir jetzt wieder eine Grundplatte zusammenstellen. Der vordere Teil ist identisch mit der 7750, aber hinten beim Führerstand verlängern wir die Grundplatte um 4 Noppen mit einer schwarzen 4x6 Platte. Die 8 Teile der Grundplatte verbinden wir in der Mitte mit Grundsteinen und hinten beginnen wir links und rechts schon mit den Seitenwänden des Führerstandes aus 1x6 Steinen. Der Führerstand ist vorbildgerecht für eine Schlepptänderlokomotive seitlich geschlossen und hinten offen. Vor dem Führerstand bauen wir unter dem Kessel die Feuerbüchse aus 4 Dachsteinen. Links und rechts kommen 2 1x1 Steine für Luftpumpe und Lichtmaschine. Der restliche Hohlraum unter dem Kessel bleibt frei. An der Front halten wir die Platten durch einen Dachstein zusammen. Dahinter kommt der 1x6 Prismenhalter. An den weißen 12 Volt Leuchtstein stecken wir zuerst das lange Kabel für den Stromanschluss und dann das kurze Kabel als Verbindung für den Mittelscheinwerfer im Spitzenlicht. Über den Leuchtstein kommt ein kleiner Rahmen aus Platten. In die vordere untere Kesselrundung kommen nur 2 große und 2 kleine umgekehrte Schrägsteine. Darauf setzen wir den Leuchtstein und den 1x2 Techniklochstein mit der transparent gelben 1x1 Platte als Spitzenlicht, das wir jetzt auch gleich testen können. Mit einem einzigen Kabeldurchführungsstein befestigen wir das lange Anschlusskabel an der vorderen Führerstandswand. Laut Bauanleitung müssen wir auch den hinteren Teil mit einer Platte erhöhen und bauen den unteren Kesselteil genauso wie den Führerstand mit normalen Einmalsteinen. An die Seite des Dampfkessels kommen 4 Rundsteine, die entweder Armaturen wie Druckluftbremse oder Lichtmaschine darstellen können. Oder es können auch einfach nur die Sandfallrohre sein, jedenfalls schließen wir da später die Gummischläuche an. Die 2 1x8 Steine im Mittelteil des Dampfkessels schauen sehr unförmig aus. Sie werden hier für die Kabeldurchführung gebraucht, ich würde sie aber herausnehmen, in die untere Plattenlage in der Mitte eine 2x8 oder eine 2x10 Platte einsetzen und darauf im Mittelteil 6 umgekehrte 2x2 Schrägsteine einbauen und für das Kabel weiter oben im Dampfkessel einen Durchführungskanal bauen. Links und rechts vom oberen Leuchtstein kommen 2 2x4 Grundsteine als Halter für die Windleitbleche. Im Mittelteil des Kessels stecken wir 5 Querstreben aus 2x4 und 1x4 Steinen. Dazwischen führen wir die 4 mm Schlauchleitungen mit 2 1x2 Techniklochsteinen durch den Kessel und befestigen sie mit 2 weiteren 1x2 Techniklochsteinen an der Seite des Kessels über den Armaturen. Die Schlauchenden müssen genau gleich lang sein. Wenn sie einmal festgeklemmt sind, kann man sie nicht mehr leicht verschieben. Nachdem wir den zweiten hinteren Schlauch mit den 2 Techniklochsteinen seitlich am Kessel befestigt haben, zeige ich euch den Querschnitt des Kessels mit den richtig eingesetzten Schläuchen von oben. Jetzt können wir die ganze Oberseite des Kessels mit schwarzen 45 Grad Dachsteinen abdecken. Die Kesseloberkante reicht mit 2 2x3 Dachsteinen bis in den Führerstand hinein und ist insgesamt 21 Noppen lang. Vorne kommen links und rechts die 2 Windleitbleche hin und in die Mitte ein langer Kamin aus 2 großen Rundsteinen mit einer roten Platte in der Mitte.
Mit 2 schwarzen Handhebeln befestigen wir die 4 Schläuche an der Oberseite des Kessels. Davor kommt noch eine 1x2 Platte und mit 2 Noppen Abstand eine 2x4 Platte. Darauf setzen wir 3 runde 2x2 Platten als Speisedom, Sanddom und Dampfdom. Jetzt haben wir den Dampfkessel fertig gebaut und können im Führerstand die Fenster einsetzen. Wir brauchen vorne links und rechts 2 von den kleinen, teuren, schwarzen 1x2 Fenstern und hinten in der Mitte links und rechts jeweils 2 schwarze 2x2 Fenster. Und dahinter kommt eine Abschlusssäule aus 1x1 Steinen. Wie bei der 7750 schließen wir die Seiten des Führerstandes oben mit 2 langen 1x8 Waggonfliesen ab und vorne kommt quer eine 1x4 Platte, die eigentlich schon ein Bestandteil des Daches ist, das wir aus einer 6x8 Platte bauen. An der Unterseite eine 4x4 Platte als Führung und an der Oberseite 4 3x4 33 Grad Dachsteine. Das Dach kann man leicht abnehmen, die vordere 1x4 Platte bleibt darauf hängen. Wir stellen jetzt den Lokführer und den Heizer in den Führerstand. Ich habe ihnen blaue Mützen aufgesetzt. Die roten Mützen stören mich bei Lego immer sehr, weil sie eigentlich dem Bahnhofsvorsteher oder dem Fahrdienstleiter vorbehalten sind. Jetzt können wir die Lokomotive auf das Fahrwerk aufsetzen. Die Grundplatte ist an der Unterseite ganz flach. Das vordere Fahrgestell mit den 2 Vorlaufachsen stecken wir mit dem Technikstecker in das vorletzte Loch der schwarzen Techniklochplatte. Der Technikstecker ragt mitten zwischen die Kabelstecker vom Leuchtstein. Hier muss man schauen, dass es keine Konflikte gibt. Die Fahrgestelle werden nirgends festgehalten und können sich um 180 Grad drehen. Das hintere vierachsige Fahrwerk kommt mit dem Stecker in das drittletzte Loch der hinteren schwarzen Techniklochplatte. Das ganze Fahrwerk ist wegen den 4 Drehpunkten sehr beweglich. Das ist beim Aufgleisen eher schwierig und deshalb kann ich gut verstehen, warum Lego für das Hauptmodell die viel einfachere Baulösung mit den 2 einfachen Drehgestellen gewählt hat. Der Schlepptender schiebt das Modell mit dem seltenen 12-Volt-Motor an, den vorderen roten Pufferbalken mit der schwarzen Magnetkupplung stecken wir direkt auf den Motor und hängen ihn an den 2 vorderen Haken ein. Jetzt können wir den Motor schon an die Lokomotive ankuppeln und sie ist bereit für die erste Testfahrt. Der hintere rote Pufferbalken kommt auf 2 umgekehrte rote 2x2 Schrägsteine, die in die Haken des Motors eingehängt werden. Oben muss der Stecker für den Stromanschluss frei bleiben. Die Grundfläche des Motors ist 14 Noppen lang. Die 1x8 Steine der Seitenwände sind gleichzeitig die Träger, die das Vorderteil und das Hinterteil verbinden. Vorne bauen wir ein Trittbrett und an die Vorderwand des Ständers kommen 2 schwarze Aufstiegsleitern. Die 2 Gewichtsteine kommen längs in die Seitenwände. Ich kann hier auch den Originalaufkleber zeigen, der auf den Teilen vom Modell 7730 schon drauf war, als ich ihn gekauft habe. An die Hinterseite kommt ein dritter weißer 12-Volt Leuchtstein für die Rücklichter. Zuerst schließen wir das lange Anschlusskabel von der Lokomotive an, dann das zweite kurze Kabel für den Stromanschluss am Motor. Wir setzen den Leuchtstein auf 2 Noppen, die Stecker sind asymmetrisch und man muss immer schauen, in welche Richtung man sie am besten einbauen kann. Dann rollen wir das Kabel auf und verstauen es im Tender. Vor dem Leuchtstein kommt hinten ein zweiter schwarzer Prismenhalter mit den 2 transparenten Prismen und den 2 transparent roten 1x1 Rundsteinen als Rücklichter.
Darüber bauen wir den hinteren Teil des Tenders aus einfachen Einmalsteinen auf und decken ihn mit Platten ab. In der Mitte bleibt die Öffnung des Kohlebunkers frei. Vorne verlängern wir auf einem 2x4 Stein die Aufstiegsleitern und an der Seite bauen wir die Wände, die wir mit Platten abdecken. Durch die Öffnung sieht man im hohlen Tender die Kabel. Das Alternativmodell aus dem Ideenbuch ist eine wunderschöne Schlepptenderlokomotive. Sie ist 4 cm länger und viel schlanker gebaut als das Hauptmodell. Der Kessel ist sehr kantig gebaut und schaut im Mittelteil halbfertig aus. Dafür gibt es unter dem Kessel einen realistischen Durchblick. Aber leider sind an der Lokomotive nur 3 große Treibachsen. Die 4. große, teure und seltene Achse bleibt bei diesem Modell übrig. In der Kurvenfahrt scheren die mittleren Treibräder etwas aus und der Gesamteindruck bleibt sehr gut erhalten. Wie bei vielen mehrachsigen Schiebelokomotiven drehen sich die mittleren Treibräder bei unebenen Schienen oft nicht mit. Die großen Treibräder schauen durch das Größenverhältnis neben den kleinen Laufrädern viel besser aus. Zum direkten Vergleich blende ich im Hintergrund noch einmal das Hauptmodell ein. Ich habe die Lokomotiven nicht doppelt, ich habe nur 2 Videos zum Vergleich mit Greenscreen übereinander geblendet. Beim Hauptmodell ist das Fahrwerk nicht so stimmig. Der Zwischenraum zwischen den 4 großen Treibrädern ist viel zu groß und das Modell ist eigentlich eine Tenderlokomotive, bei der der Schlepptender überhaupt nicht dazugehört. Das Modell aus dem Ideenbuch hingegen ist eine echte Schlepptenderlokomotive. Die Grundplatte ist genau gleich konstruiert wie beim Hauptmodell, aber auf der hinteren Fahrgestellplatte ist ein längeres, vierachsiges, zweimal bewegliches Fahrwerk aufgebaut. Trotz gleicher Höhe schaut das Hauptmodell viel kleiner und kompakter aus, genauso wie eine Güterzug- oder Rangierlokomotive. Das Alternativmodell hingegen ist eine echte Schnellzuglokomotive, viel schlanker und leichter, aber auch 4 Noppen länger. Trotz den 6 Achsen auf den 2 Drehgestellen schiebt der Motor die Tenderlokomotive mühelos über die Weichen. Ich schalte die Weiche um und hänge den Güterzug an mit dem 4-achsigen Dienstwagen, dem großen Kranwagen und dann noch 4 zweiachsigen Güterwagen. Der kleine Motor im Tender zieht den langen Zug mühelos über die Strecke. Jetzt schauen wir uns das ganze Manöver nochmal aus der Nähe an. Wir hängen den Güterzug an, machen eine Runde über die Strecke. Dann schalte ich die gegenüberliegende Weiche um und lasse den Güterzug über die Weichen auf der Innenschleife durchfahren. Trotz der alten Weichen, die ich billig gekauft habe, bleibt der Motor nicht hängen. Die Magnetkupplungen reißen nicht ab und die Fahrgestelle der Lokomotive und der 4-achsigen Waggons passen sich perfekt an den Gleisradius an. Jetzt hänge ich den Personenzug mit 3 4-achsigen Waggons an die Schnellzuglokomotive an und schließe die Waggonbeleuchtung an den Stecker im Schlepptender an.
Man kann das Anschlusskabel vom Motor viel leichter durch die gebaute Rückwand im Tender zu den Waggons führen, weil der Tender die Ballastgewichte nicht in der Rückwand, sondern in der Seitenwand hat. Mit dem beleuchteten Personenzug werden wir noch einige Runden auf dem Schienenoval drehen, zuerst bei Tag und dann bei Nacht. Zuerst hält der Zug im Bahnhof, nach der Abfahrt bricht die Nacht herein und wir können die Beleuchtung von Lok und Waggons bei der Nachtfahrt anschauen. Wir sehen, wie sich die Spitzenlichter und die beleuchteten Waggons auf der Bahnstrecke im Kreis bewegen. Dann schalten wir das Licht wieder ein und drehen noch einige Runden bei Tag durch den Bahnhof und über den Bahnübergang. Jetzt werden wir das historische Modell der Schlepptenderlokomotive aus dem Ideenbuch 7777 wieder zerlegen und bauen aus den Spezialteilen ein zweites, besseres Alternativmodell mit allen 4 großen Treibrädern, nach den Plänen, die Vogel Boss 2023 auf der Internetseite 12 Volt Greycom veröffentlicht hat. Es ist eine besonders hervorragend gestaltete Internetseite, wo alle Packungen, Bauanleitungen und Kataloge der grauen 12-Volt-Eisenbahn von 1980 bis 1990 grafisch perfekt aufbereitet sind, sogar mit allen Studio-Files der Modelle. Auf der vorletzten Seite könnt ihr euch unter den Mocs die Bauanleitung für die großartige Schlepptenderlokomotive herunterladen. In der Bauanleitung findet ihr auch die Teileliste. Das Vorbild ist die Baureihe 41 der Deutschen Bahn mit 4 Treibachsen und nur einer Vorlauf- und einer Nachlaufachse. Diese Lokomotive hat gleich viele Achsen wie das Modell aus dem Ideenbuch, aber es werden alle 4 großen Räder aus dem Hauptmodell verwendet. Das Hauptmodell 7750 hat 254 Teile, das Alternativmodell aus dem Ideenbuch 304 Teile und für das verbesserte Modell brauchen wir noch diese zusätzlichen Steine, insgesamt 413 Teile. Und wir verwenden alle 4 großen, exklusiven, seltenen Treibräder. Beim Bau beginnen wir mit dem vorderen Fahrgestell. Auf eine 4x10 Platte setzen wir hinten die erste große Treibachse. Vorne kommt versetzt eine 4x8 Platte mit dem ersten kleinen Laufrad mit 4 Noppen Abstand für die Zylinder. Vorne kommen unten 2 umgekehrte rote Schrägsteine und der rote Pufferbalken mit der schwarzen Magnetkupplung. Hinten gibt es einen roten Drehteller für die zweite Treibachse. In der Mitte zwischen der Lauf- und Treibachse bauen wir links und rechts auf schwarzen 2x6 Platten die Zylinder ein. An die Vorderseite kommen noch 2 schmale Dachsteine mit 1x2 Fliesen und den schwarzen Bügel könnt ihr auch weglassen, der kommt beim Vorbild gar nicht vor. Auf den kleinen roten hinteren Drehteller hängen wir mit einer 2x4 Platte die zweite große Treibachse beweglich mit 2 Noppen Abstand an.
Wir schließen das Fahrwerk an der Hinterseite mit einem roten Dachstein ab. Genau über dem ersten kommt noch ein zweiter kleiner roter Drehteller, der die Deichsel viel stabiler mit der 4x6 Drehgestellplatte verbindet. Im Ideenbuch hatten wir hier nur eine schwarze Fliese. Auf die dritte Achse geben wir noch rote Fliesen, dann haben wir den vorderen Teil des Fahrwerkes fertiggestellt. Der hintere Teil des Fahrwerks besteht auch wieder aus zwei versetzten Platten mit einer großen Treibachse und einer kleinen Nachlaufachse. Die eine Platte niedriger und mit 3 Noppen Abstand eingebaut wird. Über der Nachlaufachse kommt auf der Hinterseite der rote Pufferbalken mit der schwarzen Magnetkupplung und vorne ein kleiner roter Drehteller für die dritte Treibachse. Auf den hinteren Teil des Fahrwerks setzen wir die zweite rote seltene 4x6 Drehgestellplatte auf. Hinten liegt sie 2 Platten tiefer als vorne. Der Drehpunkt ist hinten genau über der Nachlaufachse. Auf den kleinen Drehteller klemmen wir vorne eine 5 Noppen lange Deichsel aus einer 2x2 und einer 2x3 Platte zusammen, für die dritte große Treibachse. Vorne kommen 2 umgekehrte Schrägsteine und die ganze Oberfläche verkleiden wir mit roten Fliesen. Ich verwende hier nur die originalen 1x2 und 2x2 Fliesen, die es schon 1980 gab. Vogke Boss hat hier in der Bauanleitung eine 2x4 Fliese verwendet, mit der man die darunterliegenden zusammengesetzten Platten besser fixieren kann. Wir sehen hier die 3 verschieden hohen Auflageflächen, die von vorne nach hinten jeweils um eine Platte abfallen. Die 4 großen Treibachsen haben alle denselben Abstand von 2 Noppen. Der Rahmen ist mit 27 plus eine Noppe genau gleich lang wie beim Alternativmodell, das heißt um 4 Noppen länger als beim Hauptmodell. Wir setzen aber nicht eine einfache flache Grundplatte zusammen, sondern bauen den Rahmen detailliert wabenförmig aus vielen schmalen Einmalplatten. Hinten am tiefsten Punkt gibt es eine schwarze Unterseite für den Führerstand. In der Mitte setzen wir am Rahmen die 4 roten Scheinwerferhalterplatten auf, hinten mit Rundsteine als Druckluftbehälter und darauf kommen runde schwarze 1x1 Platten, die es eigentlich 1980 noch gar nicht gegeben hat. Die kleinen runden Platten gab es zuerst nämlich nur transparent als Lichter, immer doppelt zusammenhängend auf einem Spritzgrat. Die vordere Techniklochplatte liegt 2 Platten höher, trägt den Prismenhalter mit den Frontscheinwerfern und davor einen kleinen schwarzen Dachwalm, für den es in Wirklichkeit auch kein Vorbild gibt. Wir setzen jetzt auch den vorderen Teil auf den Rahmen, links und rechts wieder die 2 Scheinwerferhalterplatten mit 2 schwarzen 1x1 Rundplatten. Der feinteilig gebaute Rahmen ist insgesamt 4 Platten hoch und wir sehen die 3 Höhenstufen vom höher gelegenen Zylinder zum tiefer gelegenen Führerstand. Hinter die Frontlichter setzen wir den ersten weißen 12 Volt Leuchtstein und schließen ihn mit einem langen Kabel an. Darauf kommt gleich das kurze Kabel für den Mittelscheinwerfer. Das Kabel führen wir nicht durch den Kessel, sondern durch den hohlen Rahmen durch und befestigen es wieder mit dem speziellen schwarzen Kabeldurchführungsstein am Führerhaus. Auf den 3 bis 4 Platten dicken Rahmen setzen wir noch eine 6x14 Noppen große Platte. In die Wand des Führerhauses kommt noch eine 6. Lage Platten. Der Rahmen ist eigentlich eine Noppe kürzer als im Ideenbuch und der Führerstand ragt aber hinten mit 2 schmalen umgekehrten Schrägsteinen noch eine Noppe weit hinaus.
Im Führerstand hat Vauque Boss einen bedruckten Dachstein als Armaturenbrett und links und rechts davon zwei kleine Antennen als Schalthebel eingebaut. Diese Teile habe ich weggelassen, man könnte sie aber auch mit einer Weltraumpistole oder mit Technikelementen ergänzen. Links und rechts kommen an der Wand des Führerstandes, wie beim Ideenbuch, wieder zwei Werkzeughalter für die Kohleschaufel und links hänge ich einen Besen auf. Wir stellen auch gleich den Lokführer an seinen Arbeitsplatz. Auf der rechten Seite des Führerstandes, denn bei der Eisenbahn gibt es nämlich Linksverkehr. In der Mitte sind unter dem Kessel eine Reihe schwarze Grundsteine vorgesehen. Ich würde aber in der Mitte einige dieser Steine weglassen, damit man zwischen Rahmen und Kessel einen vorbildgerechten Hohlraum bekommt. Als Dampfeinströmrohre hat Vauque Boss zwei 2x2x2 65 Grad Schrägsteine eingebaut, die es aber erst seit 2003 gibt. Ich verwende einfach zwei einfache, historisch korrekte 45 Grad Dachsteine. Die untere Kesselrundung reihen wir aus 20 umgekehrten Schrägsteinen auf. Dieser wunderschön geformte Kessel hat uns im Ideenbuch gefehlt. An die Seitenwände des Kessels kommen 4 1x2 Techniklochsteine für die Schläuche, vorne links und rechts ein 2x4 Grundstein für die Windleitbleche und in die Rauchkammertür ein 1x2 Techniklochstein mit dem Spitzensignal, das wir von hinten mit einem zweiten weißen 12 Volt Leuchtstein beleuchten, angeschlossen am kurzen Kabel, das wir in den Kessel hineinfalten. Darüber kommen die zwei schwarzen Schläuche. Es gibt nur einen Durchführungsstein und keinen zweiten Halter an der Seite am Kessel. Dadurch schaut der Kessel viel schlanker aus. Die Plattenreihe bauen wir über den Mittelteil des Kessels und die quergestellten 2x4 Platten halten die Dachsteine der Kesselabdeckung. Für die Eindeckung brauchen wir 12 Dachsteine. Die Kesseloberkante ist hier nur 20 Noppen lang. Vorne kommen links und rechts die zwei Windleitbleche. Auf einer 2x2 Platte bauen wir mit einer 2x2 Rundplatte den Dampfdom. Die Schläuche befestigen wir wieder an der Oberkante des Kessels mit zwei schwarzen Handgriffen und auf zwei 1x2 Platten kommen wieder 2x2 Rundplatten als Sanddom in der Mitte und vorne als Speisedom. Dann fehlt uns nur noch der Schornstein über der Rauchkammer, den wir aus 3 runden Platten und nicht mehr aus Rundsteinen bauen. An die vorderen Ecken des Führerstandes kommen wieder links und rechts die zwei teuren, schmalen, schwarzen 1x2 Fenster und auf den Seiten jeweils zwei schwarze 2x2 Fenster und hinten eine Abschlusssäule aus 1x1 Steinen. Der Führerstand ist bei dieser Lokomotive einen ganzen Stein und eine Platte niedriger gebaut. Wir sparen uns auch die Waggonfliese und setzen das Dach direkt auf die Fensterrahmen auf. Damit ist das Dach nur eine Platte höher als der Dampfkessel und es gibt auch keinen Spalt zwischen Fenster und Kesselwölbung. Wir setzen jetzt die Lokomotive auf die Fahrwerke auf. Jede einzelne der 4 großen Treibachsen ist beweglich und passt sich mit 2 Noppen Abstand genau an den Gleisradius an. Das gibt ein wunderschön stimmiges Erscheinungsbild bei der Kurvenfahrt. Die Lokomotive wird wieder vom gesuchten roten Motor als dreiachsigen Tender geschoben. Der hintere Kupplungsbalken kommt auf umgekehrte Schrägsteine. Auf den vorderen bauen wir ein Trittbrett. Die Grundfläche des Tenders ist 14 Noppen lang. Hinten bauen wir den Prismenhalter auf mit den roten Lichtern für die Schlussbeleuchtung. Dahinter kommt der dritte 12 Volt Leuchtstein. Mit einem kurzen Kabel stecken wir ihn am roten Motor an.
Dann können wir das Anschlusskabel der Lokomotive am Leuchtstein einstecken. Das Kabel legen wir am Boden des Ständers zusammen. Auf 2 Einmal-8 bauen wir die Seitenwände auf. Vorne kommt ein um 2 Noppen verlängertes Trittbrett mit dem Auslauf für die Kohle. Mit der Kohlerutsche verdecken wir das Kabel. Auf die Seiten stellen wir genau über die Mittelachse die 2 2x2x6 Gewichtssteine. Dann bauen wir den Wasserkasten mit 2 seitlichen Aufstiegsleitern und decken ihn mit einer 6x6 Platte ab. Vorne bauen wir einen Kohlebunker, der auch innen schön ausgestaltet ist und mit Kohle befüllt werden kann. Den Heizer stellen wir auf das Trittbrett und die Lokomotive ist schon fahrbereit. Wir sehen, wie sich jedes einzelne Rad genau an den Kurvenradius anpasst. Hier sehen wir die Kurvenfahrt von oben, wie die mittleren Treibachsen zur Seite ausscheren und als Nahaufnahme von der Seite, wie sich doch oft nicht alle Räder immer mitdrehen. Hier sehen wir den Lokführer und den Heizer im Führerstand. Im Tender können wir echte Kohle bunkern. Und die Kohle kommt vorne bei der Kohlerutsche heraus. Jetzt stellen wir unser Modell wieder direkt der Schlepptenderlokomotive aus dem Ideenbuch 7777 gegenüber. Und im Hintergrund haben wir zum Vergleich das Hauptmodell 7750. Wir sehen, wie man mit Lego mehr oder weniger aus denselben Spezialteilen viele verschiedene Baulösungen und eigene Ideen verwirklichen kann. Das Aufgleisen ist trotz der 4 verschiedenen Drehpunkte nicht besonders schwierig. Die Weichenfahrt funktioniert problemlos. Die Zugkraft reicht vollkommen für alle Waggons aus, die ich zur Verfügung habe. Jetzt lassen wir unsere Züge noch einmal auf der Anlage im Kreis fahren. Und dann kommen wir zum Abschluss. Jetzt, wo ich am Ende unserer Serie meine 2 Schienenkreise wieder abbauen muss, gebe ich euch noch einige Pflegetipps. Sogar die schlimmsten Verunreinigungen auf den Schienen kann man mit einem einfachen, weichen Radiergummi entfernen. Für die Feinreinigung der Schienen und der Kupferkontaktschleifer an den Motoren nimmt man ein Modellbahn-Schienenreinigungsöl. Die Stecker der Verbindungskabel sitzen oft sehr locker.
Wenn man die Stifte kreuzförmig mit einem einfachen Federmesser etwas auseinanderspreizt, dann sitzen die Stecker wieder fest. Die Gleisschwellen sind sehr empfindlich, besonders wenn sie stark vergilbt sind. Wenn sich die Schienen nicht ganz leicht trennen lassen, dann lässt man am besten die Viertelkreissegmente beieinander. Es brechen nämlich nicht nur die Clips sehr leicht ab, sondern die ganzen Schwellenplatten können auseinanderbrechen. Bei jedem Auf- und Abbau muss man mit ziemlichen Verlusten rechnen. Man sucht sich am besten die gut gealterten, flexiblen Schwellen mit der helleren Färbung aus und verwendet sie für die Verbindung der Viertelsegmente und lässt die Viertelkreise einfach immer zusammen. Zum Schluss gibt es wie versprochen noch einen Überblick über alle Sets der Grauen Eisenbahn aus dem ersten Jahr 1980, die wir uns gemeinsam in den letzten 9 Folgen aufgebaut haben. Das Schiebezug-Starter-Set mit den 2 Waggons in den blau-gelben niederländischen Farben, das legendäre Schiebelok-Einzelset, das zum 40-Jahr-Jubiläum 2020 wieder neu aufgelegt wurde, mit den passenden blau-roten Einzelwaggons, dem Shell-Kesselwagen-Einzelset mit den roten Rädern und den 2 großen vierachsigen Kranwagen und Postwagen. Das 4,5 Volt Batterie-Güterzug-Starter-Set mit der Wendezugautomatik und dem Stoppsignal, das große 12 Volt Güterzug-Starter-Set war das teuerste, das ich mir gekauft habe. Besonders beliebt mit über 10.000 Aufrufen bei meinen Shorts war die kleine blaue 12 Volt Rangierlokomotive, wo ich noch die selbstgemalten 3x2 Fenster mit den billigeren 2x2 Fenstern und mit einem mittleren Kamin austauschen werde. Und zum Schluss das einmalige 12 Volt Personenzug Trans-Europa Express Starter-Set und die 12 Volt Schlepptänderlokomotive mit den einmaligen, exklusiven, großen Eisenbahnrädern und den roten Drehgestellplatten, von der wir uns heute ganze 2 verbesserte alternative Modelle aufgebaut haben. Hinten steht der Bahnhof, den wir uns in der ersten Folge aufgebaut haben, mit Beleuchtung und daneben der kleine bewachte Bahnübergang, das einzige Set, das ich selbst als Kind hatte. Damit habe ich jetzt mein Sammlungsziel erreicht, das vollständige Sortiment aus dem ersten Jahr der Grauen Eisenbahn von 1980, mit dem ich Bewegung und Leben in meine Legolandstadt bringen werde. So wie ich sie hier am Tisch aufgebaut habe, kommen die Modelle in ein Schrankfach meiner Sammlungsvitrinen. Die kleinen Fächer habe ich mit einer Grundfläche von 60 x 80 cm, wo genau 6 Straßenplatten hineingehen. Und die größeren Fächer sind 100 x 120 cm groß. Ohne eure Unterstützung hätte ich niemals den Mut gehabt, mit dieser Sammlung zu beginnen. Und mit den Jahreseinnahmen meines YouTube-Kanales konnte ich mir die Einkäufe finanzieren. Zwar nicht mit den Eisenbahnvideos allein, weil mit den 800 Aufrufen bekomme ich von allen 10 Videos insgesamt nur 70 € zusammen. Aber mindestens gleich viel Aufrufe habe ich immer noch von meinen alten, erfolgreichen Playmobil-Videos des letzten Jahres. Mit dem vollständigen Eisenbahnsortiment von 1980 bin ich vollständig zufrieden. Außer den 2 Ergänzungswaggons für den TEE 7740 werde ich mir keine weiteren Sets von der Grauen Eisenbahn mehr kaufen.
Das Sortiment von 1980 war schon ziemlich umfangreich, mit dem Schiebezug-Starter-Set, der Schiebezug-Einzellokomotive, dem Batteriezug-Starter-Set, dem 12-Volt-Güterzug- und Personenzug-Starter-Set, der 12-Volt-Rangierlokomotive und der 12-Volt-Dampflokomotive. Dann gab es noch 4 Waggon-Einzelpackungen, den Bahnhof und den Bahnübergang. Im zweiten Jahr 1981 kam nur das kleine rote zweiachsige Personenzug-Starter-Set 7725 dazu. 1982 gab es dann überhaupt keine Neuerscheinungen mehr. 1983 kam die erste Erneuerungswelle. Die 12-Volt-Dampflokomotive, die Schiebelok und der Shell-Kesselwagen wurden aufgelassen. Das 12-Volt-Güterzug-Starter-Set wurde mit dem 7727 erneuert. Die kleine blaue Rangierlokomotive mit der großen roten 7755. Der alte rote vierachsige Postwaggon mit dem neuen 7819. Zusätzlich kam der Schlafwagen 7815 und der Turmwagen 7821 dazu. Der Bahnhof wurde mit dem 7824 erneuert und es kam ein elektrischer ferngesteuerter Bahnübergang und ein Schüttgutverladegleis mit Güterschuppen und Drehkran 7838 dazu. Im Jahr 1985 wurden alle Sets erneuert. Es kam das neue Schiebezug-Starter-Set 7715, das neue Batteriezug-Starter-Set 7722, das Güterzug-Starter-Set 7735, das Schnellzug-Starter-Set 7745, der neue Kranwagen 7817 und der neue Bahnübergang 7835. Schüttgutkran kam 86, die neue Autoverladestation 7839 und der Containerverladekran 7823. Aufgelassen wurde die rote Rangierlokomotive und viele Zusatzwaggons. Das Sortiment von 1986 blieb bis 1990 bestehen. 1990 ging die klassische graue 12-Volt-Eisenbahn zu Ende. Mit dieser Übersicht möchte ich mich bei euch für heute verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute alle zugesehen habt. In der nächsten Woche gibt es 3 Doppelstraßenplattensets als Erweiterung der Legolandstadt, bevor wir dann zur grauen Ritterburg von 1984 kommen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende zwischen den Jahren und in der nächsten Woche einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026. Auf Wiedersehen!